Dieses Tutorial ist für alle, die schnell wuchtige Deckung oder massive Sichtblocker für ihre Tabletop-Spielplatte brauchen. Denn statt erstmal viele einzelne Kisten zu basteln, zu kaufen oder zu drucken, diese dann zu bemalen und danach zu stapeln, geht's deutlich fixer. Und zwar, indem ihr Würfel und Quader mit Abdeckplan verseht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Alles, was ihr braucht, sind kleine Würfel oder Quader aus zum Beispiel Hartschaum oder Styropor. Deren Größe kann hierbei gerne variieren. Ich habe zwei Höhen zwischen 2 und 2,5 cm gewählt, dazu unterschiedliche Breiten und Längen. Fürs Zuschneiden habe ich zwar meinen Heißdrahtschneider benutzt, aber natürlich könnt ihr solche simplen Formen auch locker mit einem Cuttermesser zuschneiden. Reststücke vom letzten Bastelprojekt sind dafür ideal. Klebt nach dem Zuschneiden eure Würfel und Quader zunächst als Stapel zusammen. Stellt die Einzelteile dafür locker und leicht versetzt nebeneinander auf, um dann eine zweite Reihe mit Holzleim obendrauf zu kleben. Auch hier sollte sich alles wieder ein wenig überlappen und versetzt angeordnet sein. Schon allein, damit alle Einzelteile nun gut miteinander verbunden sind. Danach muss der Kleber erst einmal gut durchtrocknen. In der Zwischenzeit könnt ihr im Haushalt nach passendem Stoff suchen und euch zum Beispiel ein T-Shirt schnappen. Idealerweise ein altes, das schon zerschlissen ist und vielleicht sogar kleine Löcher hat. Weißer Stoff ist zudem von Vorteil, da es beim späteren Einfärben die Farbe am besten annimmt. Zerschneidet das Shirt nun in kleine Fetzen. Auch hier kann die Größe gerne variieren. Ich nehme Kantenlängen zwischen ca. 5 und 10 cm. Außerdem muss kein Fetzen gerade abgeschnitten sein. Schiefe und eingerissene Ränder sind absolut okay. Rührt euch danach eine Hauptfarbe zum Einfärben der Fetzen an. Ich nehme ein Ocker, aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel grün, braun, grau oder jede andere Farbe nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr etwa genauso viel Holzleim wie Farbe in euren Becher gebt. Denn viel Kleber lässt den Stoff nachher richtig schön hart und fest werden. Verdünnt den Mix dann mit Wasser, bis ihr eine milchige Konsistenz habt. Rührt euch zudem noch zwei schmutzige Farbtöne als Nebenfarben zum Hineintupfen an. Ich nehme dafür ein Erdbraun und ein Schiefergrau. Schnappt euch dann eine Unterlage und überzieht sie mit Klarsichtfolie. So kleben die Kistenstapel später nicht fest und ihr schont obendrein eure Unterlage. Tunkt eure Fetzen als nächstes in der Hauptfarbe und legt sie einzeln beiseite. Die Fetzen sollten gut feucht, aber keinesfalls triefend nass sein. Schnappt euch dann einen Kistenstapel und legt nacheinander verschiedene Fetzen darüber. Richtet die Fetzen dabei an den Unterkanten des Kistenstapels aus, um sie dann locker nach oben hin über den Stapel zu legen. Unten können übrigens gerne ein paar Millimeter überstehen. Die Fetzen sollten zudem nicht straff gespannt werden, sondern eher locker und mit passenden Falten drapiert werden. Um den Schmuddellook nun zu verstärken, werden die Fetzen mit einem Pinsel und den beiden Nebenfarben weiter in Form gebracht. Tupft die Farben dabei nicht nur kreuz und quer auf den Stoff, sondern drückt den Stoff auch in die Ecken und Vertiefungen hinein, so dass der Stoff dort möglichst eng am Hartschaum anliegt. Als Abschluss könnt ihr noch kleine Brettchen aus Balsaholz oder Rührstäbchen zurechtschneiden, verwittern und sie auf die Abdeckung kleben. Quasi, damit die Abdeckplanen nicht heruntergeweht werden können. Anschließend muss alles rund einen Tag lang durchtrocknen. Danach ist der Stoff nahezu steinhart und ihr könnt das Holz bemalen. Sollte zudem irgendwo etwas Hartschaum zwischen zwei Stofffetzen hervorblitzen, bemalt die Stelle ebenfalls mit eurer Holzfarbe. Ist alles getrocknet, wird mit zwei Farben trocken gebürstet. Mit einem dunklen Erdbraun könnt ihr in Bodennähe und auf den waagerechten Flächen Schmutz und Dreck andeuten. Mit einem hellen Sandton werden abschließend die Kanten betont und Highlights gesetzt. Danach wären eure Kistenstapel dann auch schon spielbereit. Wie gesagt, ihr könnt statt Ocker als Hauptfarbe auch einen anderen Farbton nehmen, der besser zu eurem Setting passt. Und je nach Maßstab oder Setting machen auch andere Kistengrößen für eure Stapel Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!